Töne, Klänge und Geräusche können wir hören. Aber können wir sie auch sehen? Physikalisch gesehen sind alle Geräusche und Töne Schallwellen. Sie entstehen, wenn Luft verdrängt wird. Man kann sich das so ähnlich vorstellen wie beim Wasser, wenn etwas hineinfällt. Dort entstehen auch Wellen, die sich nach allen Seiten ausbreiten. Ganz ähnlich verhält es sich beim Schall, nur dass wir hier keine Wasserwelle, sondern eine Luftwelle haben. Wir können das nicht sehen, aber wir können mit diesen Schallwellen kleine Dinge bewegen. Zuallererst brauchen wir mal ein Glas, mit dem wir einen schönen klaren Ton erzeugen können. Wir testen einmal ein paar dünnwandige Gläser, füllen sie ein bisschen mit Wasser, befeuchten dann unseren Finger und reiben oben auf der Oberfläche lang. Und ihr werdet sehen, mit manchen kann man einen ganz schönen klaren Ton erzeugen. Das Glas, das den besten Ton erzeugt, werden wir dann benutzen, um den Effekt der Töne sichtbar zu machen. Über das andere Glas spannen wir Frischhaltefolie. Dabei ist es ganz wichtig, dass sie wirklich straff gespannt ist. Und auf diese Frischhaltefolie rieseln wir ein paar Salzkörnchen. Das Ganze geht auch mit Sand, aber das habe ich zu Hause jetzt gerade nicht parat. Wir stellen die beiden Gläser dicht nebeneinander, ohne dass sie sich berühren. Und dann streichen wir mit dem feuchten Finger oben am Rand des Glases, mit dem wir Töne erzeugen. Und jetzt schaut mal, was mit den Salzkörnchen passiert. Sie bewegen sich, ohne dass wir das Glas angefasst haben. In unserem offenen Glas füllen wir ein bisschen Wasser nach und testen das Ganze nochmal. Der Ton ist tiefer und die Salzkörnchen hüpfen immer noch ein bisschen umher. Das Ganze funktioniert auch, wenn wir auf andere Art und Weise einen Ton erzeugen. Mit der Klarinette versetzen wir die Luft in Schwingungen, die sich dann auf die Frischhaltefolie überträgt und die Salzkörner zum Hüpfen bringt. Wie schafft ihr das, die Salzkörner zu bewegen? Probiert es mal aus und lasst es uns wissen. Viel Spaß und bleibt gesund!